Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, hallo auch von mir. Heute ist übrigens schon Tag 126 unserer gemeinsamen Lernreise. Wahnsinn, oder? Ja, die Zeit vergeht wirklich extrem schnell und heute haben wir ein super spannendes, aber auch, ein sehr alltägliches Thema für euch vorbereitet. Absolut. Es geht um das Thema Konfliktlösung im Job, also wenn es auf der Arbeit mal nicht so gut läuft. Wir sprechen heute über 15 wichtige Wörter, die ihr im Büroalltag wirklich ständig hören und natürlich auch selbst benutzen könnt. Genau. Und bevor wir direkt reinspringen, noch eine kurze Empfehlung von uns. Versucht doch heute mal die Shadowing-Technik. Oh ja, das ist eine tolle Methode. Hört einfach gut zu und achtet ganz genau auf unsere Aussprache und den Rhythmus der Sprache. Sprecht uns gerne leise nach. Das hilft enorm. Und ganz wichtig, Leute, bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge dran, denn dort hört ihr wieder unsere Mini-Story, in der wir alle 15 Wörter noch einmal in einer echten kleinen Geschichte verpacken. Also lasst uns loslegen. Wir schauen uns an, wo so ein Konflikt eigentlich beginnt. Meistens fängt es ja ganz leise an mit unserem ersten Wort für heute. Die Spannung. Die Spannung, das kennt, glaube ich, jeder. Die einfache deutsche Erklärung dafür ist schlechte Stimmung. Richtig. Und die englische Übersetzung lautet Tension. Genau, Tension. Wenn man morgens ins Büro kommt und man merkt sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, man kann diese Spannung im Raum fast spüren, weißt du? Ein guter Alltagssatz wäre hier: Zwischen den Kollegen gibt es eine große Spannung. Das ist ein super Beispiel. Es ist wirklich mehr als nur ein schlechter Tag. Wenn diese schlechte Stimmung, also diese Spannung, länger bleibt, dann wird es kritisch. Und das bringt uns direkt zu unserem zweiten Wort. Genau, das zweite Wort ist ernsthaft. Ernsthaft. Das ist ein Adjektiv. Die deutsche Erklärung ist seriös oder wichtig. Und auf Englisch sagt man serious. Serious, ja. Wenn man diese Spannung nämlich einfach ignoriert, dann wird aus einem kleinen Problem sehr schnell ein ernsthaftes Problem. Absolut. Ein Satz für den Alltag wäre: Ich mache mir ernsthafte Sorgen um das Projekt. Ja, das klingt wirklich so, als müsste man jetzt dringend handeln. Das muss man auch. Denn wenn man das nicht tut, passiert etwas Schlimmes. Und da sind wir beim dritten Wort. Beinahe. Beinahe. Das bedeutet auf Deutsch einfach fast. Und die englische Übersetzung ist almost. Almost. Hast du da ein gutes Beispiel aus dem Job? Na klar. Stell dir vor, ihr macht einen riesigen Fehler wegen der schlechten Stimmung. Dann sagst du: Durch den Streit hätten wir den Kunden beinahe verloren. Beinahe verloren. Das heißt, ihr habt ihn nicht verloren, aber es war ganz knapp. Richtig, es war fast zu spät. Das ist ein echtes Warnsignal. Okay, also wenn wir diese Spannung spüren und das Problem ernsthaft wird, müssen wir etwas tun. Aber bevor wir anfangen zu streiten, müssen wir auf uns selbst schauen. Auf unsere Einstellung. Das ist unser viertes Wort, oder? Genau. Das vierte Wort ist die Haltung. Die Haltung. Die deutsche Erklärung dafür ist die innere Einstellung. Und auf Englisch heißt das Attitude. Attitude. Also wie ich über eine Sache denke und wie ich mich mental darauf vorbereite. Ganz genau. Ein guter Satz für euch wäre: In einer Krise ist eine ruhige Haltung sehr wichtig. Oh ja, wenn man sofort wütend wird, hilft das niemandem, man muss ruhig bleiben. Und vor allem muss man Arbeit und Privates trennen. Das führt uns zum fünften Wort, einem sehr wichtigen Adjektiv. Welches ist das? Das Wort ist beruflich. Beruflich. Das bedeutet den Job betreffend? Richtig. Und die englische Übersetzung ist professional. Professional. Das ist wirklich ein Kernwort im Büro. Ja, absolut. Ihr könntet zum Beispiel sagen: Wir müssen unsere privaten Gefühle von unserer beruflichen Arbeit trennen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir sind ja Menschen und keine Maschinen. Genau, und deshalb brauchen wir unser sechstes Wort, um das zu schaffen. Das Wort heißt kritisch. Kritisch. Die einfache deutsche Erklärung dafür ist prüfend oder urteilend. Und auf Englisch sagt man critical. Critical, ja. Es geht hier nicht darum, immer nur negativ zu sein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Es bedeutet, dass man Dinge genau prüft, auch sich selbst. Ein guter Satz wäre: Man sollte sein eigenes Verhalten kritisch reflektieren. Okay, also ich muss mich selbst fragen, ob ich vielleicht auch einen Fehler gemacht habe. Genau. Das ist diese professionelle Haltung, von der wir gesprochen haben. Wenn euch unser täglicher Deutsch-Podcast hilft,
Dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So verpasst ihr keine neue Folge. Das würde uns wirklich sehr freuen. Aber lass uns weiterschauen. Wir haben jetzt unsere innere Haltung gefunden. Jetzt müssen wir das Gespräch mit dem Kollegen suchen. Richtig. Wir müssen den Konflikt ansprechen. Und da kommt unser 7. Wort ins Spiel. Das erste Verb für heute. Oh, sehr gut. Das Verb heißt klären. Klären. Die deutsche Erklärung ist ein Problem lösen. Und die englische Übersetzung lautet to clarify. To clarify. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir natürlich die Perfektform. Die ist hier ganz regelmäßig, oder? Ja, genau. Die Perfektform ist hat geklärt. Hat geklärt. Sehr schön. Wie bauen wir das in einen Satz ein? Also, im Büro sagt man oft, wir sollten dieses Problem in einem persönlichen Gespräch klären. Oder im Perfekt, wir haben das Problem gestern geklärt. Sehr gut. Ein persönliches Gespräch ist auch viel besser als eine E-Mail, finde ich. E-Mails machen alles nur noch schlimmer bei einem Streit. Man sieht ja das Gesicht des anderen nicht. Eben. Und man versteht oft etwas ganz Falsches. Womit wir beim 8. Wort sind, das, was man eigentlich sagen will. Genau. Das 8. Wort ist ein Substantiv. Die Botschaft. Die Botschaft. Auf Deutsch bedeutet das die wichtige Aussage. Und auf Englisch ist das the message. The message, richtig. Man sagt ja oft, die Botschaft ist nicht angekommen. Ja, das ist ein klassisches Problem. Ein guter Beispielsatz für unsere Zuhörenden wäre, in einem Konflikt ist es wichtig, dass die Botschaft richtig ankommt. Sonst redet man komplett aneinander vorbei. Aber wie sorge ich dafür, dass meine Kritik, also meine Botschaft, auch verstanden wird? Dafür brauchst du unser 9. Wort. Es ist wieder ein Verb. Man muss seine Meinung begründen. Begründen. Das bedeutet, man muss Ursachen angeben, man sagt, warum man etwas denkt. Richtig. Die englische Übersetzung ist to justify. Und die Perfektform lautet hat begründet. Hat begründet? Also ich werfe dem Kollegen nicht einfach ein, du machst alles falsch an den Kopf, sondern ich erkläre das genau. Ganz genau. Ein schöner Satz dazu. Du musst deine Kritik immer sachlich begründen. Oder im Perfekt. Er hat seine Entscheidung sehr gut begründet. Das ist viel fairer. Aber selbst wenn ich das super nett und sachlich mache, der andere wird trotzdem irgendwie antworten. Und da sind wir beim 10. Wort. Ja, das 10. Wort ist das Verb reagieren. Reagieren. Das heißt, auf etwas antworten. Und auf Englisch sagt man to react. To react. Und wie ist die Perfektform hier? Die Perfektform ist hat reagiert. Hat reagiert. Hast du da ein Beispiel für eine schwierige Situation? Naja, stell dir vor, du kritisierst jemanden. Dann solltest du hoffen, dass der andere ruhig bleibt. Der Beispielsatz ist, man sollte in einem Streit nicht beleidigt reagieren. Oder für die Vergangenheit, sie hat sehr professionell auf die Kritik reagiert. Das ist wirklich die Königsklasse, oder? Nicht beleidigt zu sein. Oh ja, das erfordert extrem viel von dieser ruhigen Haltung, die wir vorhin besprochen haben. Wahnsinn, wie die Wörter alle zusammenhängen. Wir haben jetzt also geredet, wir haben geklärt und reagiert. Jetzt brauchen wir aber eine Lösung. Richtig. Wir sind jetzt in der Lösungsphase. Und da machen viele Chefs einen großen Fehler. Sie entscheiden alles alleine. Deshalb ist unser 11. Wort so wichtig. Beteiligen. Beteiligen. Das ist ein tolles Wort. Die Erklärung ist jemanden einbeziehen. Auf Englisch bedeutet das to involve. Und die Perfektform lautet? Hat beteiligt. Hat beteiligt. Warum ist das so wichtig? Weil Menschen Lösungen nur akzeptieren, wenn sie mitgemacht haben. Ein guter Satz für euch. Wir müssen das ganze Team an der Lösung beteiligen. Oder im Perfekt, der Chef hat alle Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt. Das schafft Vertrauen. Und wenn alle beteiligt sind, dann muss man oft einen Weg finden, der für beide Seiten okay ist. Das ist unser 12. Wort. Ein sehr bekanntes Substantiv. Genau, der Kompromiss. Der Kompromiss. Die deutsche Erklärung ist gegenseitiges Nachgeben. Und die englische Übersetzung ist sehr ähnlich. Compromise. Compromise, ja. Jeder bekommt ein bisschen was, aber niemand bekommt alles. Genau so ist es. Der Beispielsatz lautet, alle im Team müssen bereit sein, einen Kompromiss zu finden. Und dieser Kompromiss muss eine bestimmte Qualität haben, was uns direkt zum 13. Wort führt. Ja, das ist das Adjektiv fair. Fair. Auf Deutsch erklären wir das mit gerecht oder anständig. Und auf Englisch, Überraschung, heißt es auch fair. Das ist ein sehr dankbares Wort zum Lernen.
Fair ist fair. Ja, absolut. Ein Beispielsatz wäre: Wir haben am Ende eine Lösung gefunden, die für alle fair ist. Das ist doch das beste Gefühl im Büro, wenn man am Ende sagen kann, das war wirklich fair. Richtig. Und wenn man diesen fairen Kompromiss hat, dann kann man endlich das machen, was unser 14. Wort beschreibt. Es ist ein trennbares Verb. Trennbare Verben sind immer eine schöne Herausforderung. Das Wort heißt beilegen. Beilegen. Das bedeutet einen Streit beenden. Und auf Englisch sagt man to settle. Genau. Und weil es trennbar ist, ist die Perfektform wichtig. Hat beigelegt. Das G rutscht in die Mitte. Hat beigelegt. Sehr wichtig für B1-Lerner. Haben wir da ein gutes Beispiel? Ja, es ist wichtig, dass wir diesen Streit schnell beilegen. Oder im Perfekt: Das Team hat den Konflikt endlich beigelegt. Puh, da atmet man richtig auf. Das Problem ist vom Tisch. Ja, man kann endlich wieder normal arbeiten. Aber, und das ist ein großes Aber, man sollte auch an die Zukunft denken. Und das ist unser 15. Wort. Okay, das 15. Wort ist eventuell. Eventuell heißt nicht eventually auf Englisch. Das ist ein falscher Freund. Oh ja, das ist eine super wichtige Anmerkung. Eventuell bedeutet nur, dass etwas passieren könnte, aber nicht sicher ist. Also möglicherweise. Hast du da einen guten Schlusssatz für uns? Ja, unser Beispielsatz ist: Wir sollten jetzt schon über eventuelle Probleme sprechen. Also Probleme, die in der Zukunft vielleicht noch kommen könnten. Ganz genau. Wenn man vorbereitet ist, gibt es nicht sofort wieder die nächste große Spannung im Team. Das ergibt absolut Sinn. So schließt sich der Kreis wieder. Genau. Wir haben den Konflikt von der ersten Spannung bis zum fairen Kompromiss begleitet. Und wie versprochen, bringen wir all diese Wörter jetzt noch einmal in einen ganz praktischen Kontext für euch. Hört gut zu, hier ist unsere heutige Mini-Story. Anna und Paul arbeiten im selben Büro. In letzter Zeit gab es eine große Spannung zwischen ihnen, weil Paul einen Fehler gemacht hatte. Die Situation war wirklich ernsthaft. Durch das Problem hätten sie einen großen Kunden beinahe verloren. Anna war sehr wütend, aber sie wusste, sie braucht eine professionelle Haltung. Genau. Sie wollte ihre privaten Gefühle von der beruflichen Arbeit trennen. Zuerst hat sie ihr eigenes Verhalten kritisch geprüft, dann hat sie Paul zu einem Café eingeladen, um das Problem zu klären. Sie hat ihm gesagt, was sie stört, ihre Botschaft war sehr klar und sie hat ihre Meinung sachlich begründet. Paul hat zum Glück sehr ruhig reagiert und war nicht beleidigt. Diskussionen haben sie einen guten Kompromiss gefunden. Die Lösung war für alle fair. So haben Anna und Paul ihren Streit erfolgreich beigelegt. Und für eventuelle Probleme in der Zukunft haben sie jetzt einen klaren Plan. So, das war unsere kleine Geschichte. Alle 15 Wörter in gut 1,5 Minuten. Wir hoffen, ihr konntet alle Wörter gut heraushören und verstehen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen das sehr gerne. Und noch einmal unsere kleine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Morgen sprechen wir über ein neues Thema, nämlich Erfolg und Misserfolg. Das wird auch wieder extrem spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.